Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Xenogears. Ich bin Sam Simmerfix. Hui, beim letzten Mal haben wir es nach einem viel zu langen, viel zu harten und viel zu nervigen Jump'n'Run-Höllenabschnitt endlich hier geschafft, in die Himmelsstadt hier zu kommen. Wir haben die Spitze vom Turm von Babel erreicht und dort wurden wir nun in die Welt von Shiva gebracht. Und irgendwie kenne ich mich hier gar nicht aus, Mann. Na gut. Ich muss mir noch ein bisschen umschauen. Wo geht's zum Beispiel da rein? Wir haben das hier erreicht. Maria, die mit ihrem Roboter Seipzin uns angegriffen hat. Nein, nicht Seipzin. Hat uns hier angegriffen und jetzt hier eingeladen. Wir sollen mit der Königin reden, doch wir hören uns erstmal hier ein bisschen um, denn das ist ja die Stadt, die im Endeffekt seit 500 Jahren Widerstand gegen Solaris hier leistet. Oh, das... If Chuchu saw this, she probably faint out of pure happiness. Chuchu and their friends may be the last survivors. Ist das die Welt der Chuchus? There's a rumor that the secret room of the sage of Shiva is hidden somewhere in town. I wonder if it's true. Well, that's strange. You smell like soil and trees. Yes, you do. Long ago, the Chuchu tribe lived in the woods with no interference. Yes, they did. I wonder if someday we could ever return to the lands and live in the woods again. Tss. Die Chuchus sind da, liebe Leute. I guess it's been a while. Welcome, welcome. It'd be great if you bought lots and lots of them. Ich bin leider gerade blank. 3,6, Mann. Oh mein Gott! Hat der gute Items, Mann. Add Water Hedgement, okay. Das sind, wenn das Ausrüstungsgegenstände sind, dann sind die ehrlich gesagt ziemlich gut. Remove for Status Effekt. Oh, davon kaufe ich mir mal 10. Das ist sehr gutes Item. Ah, Aquasole. Oh mein Gott, endlich ein richtiger Aquasole. Oh mein Gott, man, sind die Items gut. Ja, leider bin ich nur pleite. Ich würde sehr gerne mehr kaufen, aber wir müssen in nächster Zeit. Ich hoffe, hier kann man irgendwo grinden, Mann. Der Gear Shop ist essentiell gut, der Shop ist super. The guy in Solaris pressured the Chuchu tribe put the lifter in the star from the beginning. So Grams and grabbed my escape with the people from Shiva. Yes, they did. But most of the Chuchus couldn't escape and were killed. Those guys ate them. Yes, they did. They remind me. I'm hungry. Yes, I am. I just remembered I haven't had lunch yet. Wenn du dann denkst, wie dein Volk gefressen wird, denkst du an das Essen? Okay, so auch nicht. Forget the guardian god of legend. Nobody believes in such fairy tales in this day and age. No, no. If great big guardian god existed, Verzeihung. He'd have been beaten Solaris to death a long time ago. Yes, he would. Just a bunch of optimists, happy ones. Guys, what are to do about them? Hä? Oh, ist auch ein Shop. Warhelm, Eater. Anti-Stone. Ich kaufe mir die 2 Sachen. Sind, glaube ich, nicht so schlecht. Warte mal, bevor ich jetzt rausgehe, warte mal, ich verkaufe jetzt meine Gold Nuggets. Komm mal rein, will ya? I'll give you a discount. Ich hoffe, das hast du nicht vergessen beim nächsten Mal. So, dann ist es schon wieder Zeit. So, Items. Hier meine Gold Nuggets zum Beispiel. Ja! Oh, ich kann... aber dann soll ich hier das ausgeben? Eher nicht, oder? HP Drive. Nee, aber das verkaufe ich natürlich nicht. Ja, wir haben schon ein bisschen was wir verkaufen könnten. Aber, nö. Nö. Aber wenn wir schon mal kurz dabei sind, bevor ich es vergesse oder sie doch aus Versehen mal verkaufe, weil ich unbedingt Geld brauche. So, gehen wir mal kurz hier ins... die Items. Und so. Ether Drive. Das würde ich eigentlich fast Elly gerne geben. Aber okay, HP Drive, ganz sicher Fei. Resource Parties, HP Full. Okay, das brauchen wir nicht. Increase Attack Value. Fei. Vitalität. Fei.
Und Ether. Ich weiß nicht, der hat ja keine Ether-Attacken, gell? Ich gebe es jetzt Elly mal. Normalerweise gebe ich solche Items nur meinen Hauptcharakter. Und irgendwann wird der Tag kommen, bei dem ich Elly immer meine Party haben werde und ich werde das alles bereuen. Aber, der Tag kommt hoffentlich nicht so schnell. So, reden wir noch mit dir. I like people in Shivat because they are nice. They treat churches the same as themselves. Yes, they do. But I hear the people on the land are all scary. They lie, say awful things, hurt and kill each other. I'm wrong, right? There's all nice people, right? Everyone's nice. Yes, everyone on the surface is nice and they are good people too. I knew it. I want to go down to the land and live with other people. Yes, I do. Okay, wir hätten ihm vielleicht nicht das sagen sollen. Vielleicht hat das irgendwie negative Konsequenzen. Aber ich habe sehr Angst, dass er runtergeht und da merkt, dass das doch nicht alle so nette Menschen da so unten sind, Mann. Ah, die Musik ist schon wieder so magisch, Mann. Okay, wir wandern jetzt noch ein bisschen weiter. Es gibt ja noch einiges zum Anschauen. Ich finde es auch sehr interessant, mit den Menschen hier zu reden. Wie gesagt, 500 Jahre haben die hier alleine im Endeffekt gegen Solaris gekämpft. This is the end of the city. If you're not leaving yet, you better turn back. Oh yes, you're waiting to meet with Maria. Yeah, that's right. If that's the case, then under there is a house that no one lives anymore. Very often used it to go there and sit all alone in the second floor of that house and think about things. Why don't you check out the place and see what you can find while you wait for her there? Oh, schau ich das da. Also, es sieht so schön hier aus, Mann. So, hier. Die Aufzüge sind auch echt cool. Die sprechenden Steinplatten. Tritt einfach drauf auf mich, ich fahre dich hin. Ist es wirklich für dich okay? Oh, 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 ja, es... Au! Aber nicht da. Okay. Ich hätte eigentlich gerne einen Speicherpunkt mal. Hä? The stall has something in its hand. Was ist das, Rocket? Oh, nett. Stehle ich hier gerade ihre Sachen? Möglich. Da gerade irgendwas? Looks like it can be opened. Ah. Hä? Ein Spiegel. Oder unser böser Zwilling. Ich glaube, es ist unser böser Zwilling gewesen. Achso, das ist, wenn wir da hingehen. Okay, gut. Ja, dazu kein Speicherpunkt. Mich macht das nervös, wenn ich lange keine Speicherpunkte sehe. So, okay. Es sieht hier alles so zerstört aus. Ja. Ihr seht da oben Spinnenweben. Also, aber sie lebt jetzt hier nicht mehr, Mary, oder? Weil das sieht mir doch ein bisschen sehr einsam aus. This is... They were killed by Solaris. I guess. It was a child's room. Das sind ihre Eltern wahrscheinlich. What kind of dreams did the children in this room have for the future? They're fighting over lives, aren't we? And the times involving those, they have nothing to do with this struggle. There are a lot of people who don't care if they hurt others. So this is where you all were. The Queen said the house was destroyed in the Great War 500 years ago. This house is being kept like this on purpose, as a reminder of the war. Thank you for waiting. Please come to the palace with me. Hey, wait. That girl. That is alright. Shall we go to the palace now? Okay, das hatten wir gerade im Dialog schon, Entschuldigung. Ich bin mir ganz sicher, dass es einen Grund hat, dass sie hier wohnt. Also, vielleicht irgendwie, dass das ihre Vorväter oder sowas sind, aber irgendwie sowas. Was? Found Child's memory from long ago, but nobody could take it away. Das ist mir zu traurig, Mann. Da will ich raus, Mann.
Das ist eine traurige Wette, da gehen wir wieder zurück. Genießen lieber diese mystische Musik, die hier im Hintergrund läuft, die gefällt mir besser, Mann. Nun gut, also wir treffen jetzt hier die Königin und ja, jetzt ist die Frage. Ihr kennt ja das alte Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und vielleicht nach diesem Motto, ich weiß nicht, wir haben ja einen Agenten von Shiva gerettet, was ich mich eigentlich frage, ob wir den auch noch irgendwie mitnehmen oder nicht. Ist natürlich die goldene Frage, wo wir hier nun mal. Verzauber, da waren wir. Shiva Laufen, Central Dock, okay. Nee, achso, ich dachte, man kann hier auch raus, aber nö. Okay, und dann gehen wir zum Palast. Ich habe immer noch keinen Speicherpunkt gefunden. Bitte, liebe Leute, gib mir einen Speicherpunkt! Ich habe keinen Bock, diese Spielstütze ab. Ich habe jetzt gerade meine Pause gehabt, dass ich nicht aufgenommen habe. Und das Spiel war abgestürzt. Die Playstation war abgeraucht. Also. Oh mein Gott, Mann. Was ist denn das Cooles? This way, please. Ich hasse Leben am Limit in Rollenspielen. Immer diese Momente, wenn du weißt, es könnte, jederzeit könnte einfach, weiß ich nicht, die Playstation abschmieren und einfach die letzten 3-4 Stunden Spielzeit sind alle weg, Mann. Aber ich finde hier einfach, ums Gott verrecken, keinen Speicherpunkt, Mann. Your humans are truly unusual living beings, aren't true? You're like shattered fragments of a mirror. That great war 500 years ago, I can remember it like it was yesterday. That's something I can't get myself to forget. My lives were lost. Much love, many dreams, friends, those. Our place of important thing in our lives were scared and left to bleed. Are those days going to return once again? I don't want my children or grandchildren to go through that nightmare. Wie kannst du dich erinnern, wenn es vor 500 Jahren war? Theoretisch sollte ja keiner mehr im Leben sein, aber I don't know. Vielleicht leben die Leute in Solaris länger. Wie gesagt, ich möchte jetzt mal, Verzeihung, Solaris in Shiva hier länger. Ich möchte jetzt im Gefecht mal ein bisschen hier Tacheles reden. Aber erstmal möchte ich einen Speicherpunkt finden, Mann. Oh mein Gott, hier muss doch irgendein Inn oder so ein Schmarrn geben. Oh, and you're... I feel like I've met you before. You resemble Khan, the one taught us the art of fighting. No one knows his whereabouts after he went down to the surface on the Queen's mission. I thought something bad happened to him considering his skill, but I wonder where he is at. You just arrived from the surface, didn't you? I heard about you. They said you saved our colleagues captured by the Ethos. Thank you very much for that. I wish they'd give me a mission. I'd teach these Solarians a lesson. Ja, das ist jetzt die Frage, den Typen, den wir gerettet haben. Ob wir den auch wieder hier hochgebracht haben oder was es ihm geworden ist. Voll auch interessant, hier mit den Menschen zu reden, Mann. Das im Speicherpunkt wäre cool. Ah, I see. So you're the son of Khan. Have you met Queen Zephyr yet? She still can't forget about the tragedy in Nissan during the Great War 500 years ago, even though it's not her fault. I assume she can't forgive herself for betraying and abandoning her fellow members, though she had no knowledge of what was going on. I have said so much. I'm not supposed to know anything. Anyhow, keep up your work and ever for the large young man. Kang, unser Vater. Citan, sag gefälligst mal was. Du weißt doch wieder viel mehr, Mann. Das macht mir alles kirre, Mann, was hier los ist, Mann. Jeder von euch macht mir hier kirre, Mann. Speicherpunkt und, ja. Einfach nur, weil wir es verdient haben, uns mal gefälligst auszuruhen. Das kann ja nicht sein, Mann. Oh. Ich habe seit über 1,5 Stunden nicht gespeichert. Das letzte Mal haben wir gespeichert. Ich weiß es gar nicht. Ja, okay, so lange ist nicht her. Das war vor 17. Also so lange ist jetzt nicht her, aber trotzdem. 40 Stunden haben wir offiziell hier. Und ich habe das Gefühl, wir haben halt echt die erste Hälfte so. Also sowas durchgespielt. Also wir sind sicher noch nicht am Ende, Mann. Das kann ich gleich mit ziemlich sicher sagen, weil irgendwie fühlt es sich an, als würde so langsam unser Abenteuer erstmal richtig losgehen. Und ich hoffe, wir können jetzt hier, weiß nicht, mit Shiva durch die Gegend cruisen. Das wäre ganz cool. Also. Welcome to Shiva. We've already heard that you're our guest. Please use this room as here, please. You're welcome to rest. Genau, das wussten wir. Und jetzt auf zur Königin und jetzt mal ein paar Tacheles Infos. Jetzt möchte ich mal Infos hier haben.
Was ist mit dieser Welt? Was sollen wir tun? Wie können wir Solaris aufhalten? Wer ist unser Vater genau? Wiseman! Was? Das ist wahrscheinlich unser Vater. Der hat uns ja letztens ja vor dem Roten hier gerettet. Also der wahrscheinlich Favor. You're finally here. Where have you been? Why are you here? I've taught you before. I learned martial arts with your father in Shivat. The queen is waiting. Go ahead. Please come in. Und jetzt die große Königin von Shivat. Werden wir nun endlich treffen. Hui. Das sieht echt aus übrigens wie Star Wars One. Irgendwie sieht dieser Palast. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Muss ich da jetzt echt drüber jumpen zu ihr? Was ist denn das für ein Schmarrn? Thank you for coming. Such a long way. I'm the Queen of Shivat, Zephyr. Your Majesty, you're the... I may appear to be like this, but I'm actually 522 years old. 522? Is that really possible? Yes. I and a select few of some vessels have undergone some special life-extending treatments. We are required to continue living until the final day approaches because of one man. To continue living, this is atonement for the tragedy 500 years ago. Let us discontinue this discussion in the past. I've heard many things about all of you from Wiseman. Wiseman has been conducting his operations on the surface under my orders, to keep an eye on that man's activities. As he was ordered to bring anyone from the surface who would be of help to us of Shivat. 500 years ago we fought against Solaris for the freedom of the land dwellers. Even after that, we continue to resist the Solaris, although we are short of any real power. Land dwellers, can you find it in your heart to help us? You must free mankind from the grasp of Solaris. You must gain true freedom and build a peaceful world to live in. I see, you're quite right. But there's no guarantee that you aren't the same as Solaris, right? Even if Solaris were to be defeated, the people of the surface may just as well encounter a new dominator. However, I tell no lie. When I say we are doing this purely for the future of the land dwellers. If you still cannot believe us, then defeat Solaris, gain back the independence of the land dwellers, and then see if we still embrace the heavens together. It should do you some good if you rest in the palace and think about it. You must think about what you ought to do. But remember, Solaris has been quite active lately, so we don't have much time for leisure. As for you, Elly, your family and friends, you must understand that they will all have to be your enemies. Without this clear understanding, you may be placing your companions in a situation where it may cost them their lives. Yes, I understand. Very well then. Now go, get some rest. Now go and get some. Ich möchte hier eigentlich noch ein bisschen mehr mit dir gerne reden. Aber okay. Bin ich wahrscheinlich nicht würdig genug dazu. Interessant, es ist immer cool, wenn man Elly dabei hat, weil man irgendwie mal Bonusszenen hat. Fei, go with Shivat. Your father Khan would have wanted you to. Guck mal, Mann, es gibt jetzt nicht eigentlich so richtig Antworten, aber zum ersten Mal haben wir so einen richtigen Curse of Action, haben wir so einen richtigen Grund, wo es weitergeht. So, langsam, ganz langsam bildet sich hier nämlich was raus und vielleicht können wir langsam unser Ziel festsetzen hier, was wir tun sollen. Das ist die Bibliothek, das Archiv. The Great War that unfolded between Solaris and Shivat 500 years ago. It was a heroic battle with the freedom and independence of the land dwellers at stake. The rebel army which centered around Shivat was successfully at attacking the inner city of Solaris, but only with tremendous sacrifices. However, before we almost made it, the unthinkable happened. A new enemy appeared that even Solaris had not anticipated. That was when the nightmare began. The nightmare
never seen before. A nightmare that we pray would never have to see again. At one point, Solaris and its Gazelle ministry, made up of 12 elders, dominated the world with more military might than they have presently. The people of the land were treated like slaves. If any of them resisted, they were quickly with mercy dealt with. They treated the people as if they weren't living beings. Eventually, people on the surface began to rebel from all parts of, and ultimately led to the Solaris Shivat War of 500 years ago. Boah, das ist so mega interessant, man. You're probably already aware of this, but the Shivat is protected by a special gate that made possible by an ancient technology. Even the Solaris cannot break this barrier. Because of that, we are able to avoid being invaded to this day. But even with that, we don't have the power to attack Solaris either. It's a stalemate. Basically, we've just been glaring at each other. Diabolos. The sudden appearance of the mysterious army put a full stop to the battle between the humans 500 years ago. Those angels of death, utterly unrivaled with no fear or mercy. Their only intention was to eradicate all life on this planet. Even the loudest, proudest gear battalions were mere flies to them. Nothing stopped them as they indiscriminately slaughtered and trampled upon countless lives. At that time, people were certain that the end of the world was approaching. Dominated by feelings of constant fear and hopelessness, it was a dreadful life. Ja, was ist dann geschehen? Dann immer beim nächsten. Ja, komm. Weiter. Das ist das, was ich hören will, Mann. So. Kannst du weiter guschen halt. So. The reason mankind was able to make it through the survive certain death 500 years ago was because the power of these giants created through God's wisdom. Roni Fatima and the other young fighters piloted these giants and destroyed the heart of Diabolos. Seeing an opportunity to counterattack, mankind desperately stood up against Diabolos and successfully annihilated him. Roni Fatimi, Queen Zephyr and the rest of the young ones put their lives on the line and won back the future for this world. Those giants which fought long ago to save us, an existence which surpasses all other gears. They are the legendary Omni-Gears. One of them is treasured to the Aveh royal family, which is currently resisting somewhere within the continent of Ignis. But I can't guarantee that. After the war and the collapse of the Diabolos similar to the Land Dwellers, the heavily beaten Solaris forces began to pull back and return to their home country, taking along with them vast numbers of Land Dwellers as slaves. We couldn't stop them. The only way for the war-turned Land Dwellers to survive was to depend on Solaris. After a brief moment of hope, Solaris once again began to reign over our lives. A cold and harsh era had begun. 500 years have passed and their reign still continues. No one knows how long this is going to last. Surviving through the Great War 500 years ago and the Diabolos collapse, we and the rest of our comrades secured ourselves at Shivat. At the time, Shivat was being constructed at the tip of the Babel Tower, but we were able to escape to the sky before Solaris once again ascended to power over the land. Since then, we've been wandering the skies, overlooking the activities of the land below. After the war, Solaris used a gate, like ours, to separate itself from the surface, and then they erased all memory of their existence from the surface dwellers. Due to this, the surface dwellers are still not aware that they've been secretly dominated by Solaris all along. To be burned into a false reality, to grow in it, and die in it, without ever approaching the truth. That is the life of the surface dweller. Leute, dieser eine Raum, der komplett optional ist, hat mehr uns gegeben als die letzten, also seitdem uns Citan hier ein bisschen aufgeklärt hatte. Uns wurde hier erzählt, also wie gesagt, dass dieser Diabolos im Endeffekt so die ultimative Bedrohung für die Menschheit ist. Das Herz von Diabolos. Und ich denke mal, das war, die Frage ist, was war das? Also natürlich hier, das ist natürlich alles auf Gott und Teufel wieder hier, klar, christliche Mythologien und alles zurückzuführen. Aber die Frage ist, wer oder was war dieses Wesen? Handelt es sich hier etwa um, wirklich den Teufel? Ist möglicherweise Fei dieser Teufel? Den, Gier, der gestohlen wurde, das ist ganz klar Weltall, den wir halt nur in unserem Besitz haben.
Und im Endeffekt muss man auch so sagen, also natürlich, Shivat hat für uns eins gekämpft, aber im Endeffekt das, was sie jetzt ja noch machen, ist sich verstecken vor den übermächtigen Aveh. Und das bedeutet auch im Endeffekt, dass solange sie das hier weiter behalten, es keine Hoffnung gibt, dass es den Menschen besser geht. Weil Solaris hat sich ja wieder nach oben geschwungen und kontrolliert nun erneut die Menschheit. Leute, es ist echt sehr düster und ich bin pleite. Was ich auch nicht so ganz geil finde. Aber so oder so, es wird echt spannend und ich hoffe, spannend geht es auch beim nächsten Mal weiter. Denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Xenogears. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.